Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute zeige ich euch, wie ihr aus wenigen 100 Millionen Penja ein paar zig Milliarden Penja machen könnt. Und es ist eigentlich extrem einfach. Ihr braucht einfach nur Zeit, ein paar Charakter und zugegebenermaßen einige F-Coin. Und worüber sprechen wir hier? Wir sprechen über die neuen Housing NPCs, und zwar die Pet NPCs. Personal Housing NPC, Pet NPC. Für jede Stufe gibt es einen NPC. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich, beziehungsweise ich erkläre es euch einfach. Und ich habe da mal ein bisschen rumgerechnet. Also wir haben da im Stream schon viel drüber gesprochen, ein paar Tage nach dem Update. Und relativ schnell realisiert, und das ist jetzt auch schon die erste Warnung, kauft auf keinen Fall Reroll-Pets. Wenn ihr jetzt Reroll-Pets kauft, dann, ja, für die aktuellen Preise verliert ihr einfach nur tonnenweise Kohle. Wartet, wenn ihr Reroll-Pets kaufen wollt, ein paar Wochen oder Monate, die werden extrem sinken, also der komplette Pet-Markt wird komplett einbrechen. Die Preise von S-Pets werden sich wahrscheinlich halbieren, wenn nicht sogar noch weiter sinken. Also S-Pets werden kaum mehr wert sein als A-Pets in der Zukunft. Und der Grund dafür sind diese neuen NPCs. Und ich habe jetzt mal einfach mal ein Rechenbeispiel gemacht mit 100 Pets. Also wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Penja kostet es 100 Pets von F oder noch besser gesagt von Egg zu F. Aber das Egg habe ich jetzt schon rausgerechnet. Wie viel das kostet und wie lange es dauert, um aus 100 F-Pads 100 S-Pads zu machen. Und hierbei sei gesagt, ein F-Pad kostet 2 Millionen Penja. Also wenn ihr ein Ei schlüpft, braucht ihr 10 F-Candies. Ein F-Candy kostet, seht ihr hier oben in der Tabelle, ein F-Candy kostet 200.000. Ihr braucht 10 Stück, weil 10% pro Candy sind 2 Millionen. Also hier oben sind mal unsere grundsätzlichen Preise. Hier steht auch immer dabei, wie viel Prozent man für ein Candy bekommt. Und genau, das ist mal so das Grundsätzliche, also dass ihr das Gesamt quasi, also von Egg zu F kostet 2 Millionen, von F zu E kostet 4 Millionen, aber da man ja vorher schon Egg zu F machen muss, sind wir hier bei 6 Millionen. Dann hier 20, 57, 120, 220 und insgesamt kostet es 545 Millionen Penja, so ein Pet komplett selbst herzustellen in der Zucht, ja. Wie ihr aber wisst, sind S-Pets zum Beispiel keine 545 Millionen Penja wert, sondern eher so 450 bis 500 waren es jetzt vor dem Ende des FECs, vor dem Update. Momentan sind die Preise überhaupt nicht zuverlässig. Wenn ihr jetzt aktuell ins Game geht und euch Reroll-Pad-Preise anguckt, die sind ziemlich teuer, also vor allem A-Pads sind sehr gestiegen. Ich habe schon tatsächlich Leute gesehen, die A-Pads für 220 verkauft haben, was halt literally keinen Sinn ergibt, weil für das Geld kann ich mir selber eins züchten. Wenn es ein Reroll-Pad ist, habe ich zumindest die bessere, also ich habe theoretisch die Chance, dass es besser wird als ein Dungeon Reroll Pad, also das nur Einser hat. Also das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber man merkt auf jeden Fall, da ist irgendwas am Brodeln, weil die Pad-Preise einfach komplett anders sind als vor 2 Wochen zum Beispiel noch, bevor das Update überhaupt angekündigt wurde und bevor das Update live ging. Genau, also so viel mal zum Grundsätzlichen. Und dann, wie gesagt, wir gucken uns jetzt an, was kostet es an Zeit und Geld und F-Coin, 100 F-Pads zu S-Pads zu machen und was ist der Profit, wenn man das macht. Und ich sage euch, der Profit ist mit den aktuellen Preisen gerechnet einfach nur gewaltig. Und zwar 100 Pads kosten uns ganz einfach 100 mal 2 Millionen, weil ein F-Pad herzustellen, wenn man wirklich von der Stufe Egg aus anfängt, ist nicht unbedingt klug von der Stufe Egg aus anzufangen, aber wie gesagt, kommt halt drauf an. Jedenfalls hat man da 200 Millionen Kosten für die Pads. Kosten von mindestens einem Haus sind 100 Millionen. Also das günstigste Haus, was man sich kaufen kann, sind 100 Millionen. Die meisten Leute haben wahrscheinlich schon ein Haus. Und pro Haus müsste man halt, also pro zusätzlichem Haus, müsste man halt natürlich hier noch rechnen, nochmal 100 Millionen Penja mehr. Also zum Beispiel, wenn man jetzt 8 Häuser kaufen würde, wären es halt 800 Millionen. Aber wenn wir uns gleich die Profite angucken, sind diese 800 Millionen Penja auch lächerlich wenig. Und das war es eigentlich schon so zum Grundsätzlichen. Das ist eigentlich alles an Penja, was wir ausgeben müssen. Also unsere gesamten Penja-Kosten, um 100 S-Pads herzustellen, belaufen sich auf gerade einmal 300 Millionen Penja. Mehr Penja muss man nicht ausgeben für 100 S-Pads, die einen Zuchtwert haben von 54,5 Milliarden. Also wenn ich jetzt 100 S-Pads mit der alten Methode züchten würde, also ich schlüpfe ein Egg, mache die ganzen Candies und fütter dann die ganzen Pets, bis sie auf die nächste Stufe kommen, würde es mich 54,5 Milliarden kosten. Wir sind jetzt bei 300 Millionen Penja. Also, ja, bisschen günstiger, kann man sagen.
Und ja, dann gucken wir uns mal an, was ich hier so gerechnet habe. Also erstmal die grundsätzlichen Infos. Es gibt für jede Pet-Stufe einen Pet-NPC. Und diese Pet-Stufe kann auch nur die jeweilige Stufe des Pets leveln. Das ist eigentlich relativ eingängig. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen F-NPC habt, oder F ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir den A-NPC. Der benutzt A-Candies, die er, by the way, nicht selber braucht. Also ihr müsst keine Candies selber kaufen. Der NPC hat quasi die Candies. Er kann aber nur A-Pets füttern. Er kann keine B-Pets füttern, keine C, D, E, F-Pets. Also jeder NPC kann wirklich nur das Pet der eigenen Stufe leveln. Das heißt, man muss auch wirklich jeden NPC nacheinander oder zeitgleich, wenn man verschiedene Häuser hat oder mehrere Häuser hat, kaufen. Also man kann nicht mit einem NPC alles machen oder so. Das geht nicht. Das ist ein bisschen, man könnte fast sagen, ein bisschen unnötig. Würde ich persönlich tatsächlich zustimmen. Aber es ist halt einfach so. Also es macht schon Sinn. Natürlich aus Spielersicht ist es wieder so ein bisschen unnötig, aber naja. Die Fütterungszeit variiert von NPC zu NPC. Der F-NPC ist logischerweise der schnellste und der A-NPC logischerweise der langsamste. Das macht auch durchaus Sinn. Die Fütterungszeit beträgt eine halbe Stunde für F, 1 Stunde für E, 2 Stunden für C und D, 3 Stunden für B und 5 Stunden für ein A-Pad. Also A-Pad dauert schon echt lange. Das wird nur alle 5 Stunden einmal gefüttert, bekommt also alle 5 Stunden 2%. Das ist ziemlich wenig. So, für ein Level-Up brauchen wir bei einem F-Pad 10 Stunden, bei einem E-Pad 20 Stunden, bei einem D-Pad 50 Stunden, C-Pad auch 50, B 75 und ein A-Pad braucht 250 Stunden. Das ist ziemlich lange. 250 Stunden, das bedeutet, es sind 10 Tage und 10 Stunden, bis ein A-Pad zu einem S-Pad wird. Von alleine sozusagen, nur mit dem NPC. Das ist extrem lange, kann man sagen. Nochmal zum Nachrechnen. Also wie komme ich auf 250 Stunden? Wir kriegen 2% pro Candy und wir brauchen 50 Candies. Wie oft kriegen wir 2%? Alle 5 Stunden. Und das bedeutet, wir brauchen 50 Candies mal 5 Stunden, ergibt 250 Stunden. Insgesamt dauert also ein Pad von F zu S 455 Stunden. Das sind fast 20 Tage. Also knapp 3 Wochen, kann man sagen. Das ist ziemlich lange. Was kosten diese NPCs? Ein 7-Tage-Pet-NPC, alle Stufen sind gleich teuer. Kostet 63 F-Coin und großzügigerweise, wenn man den 15-Tage-NPC kauft, die 15-Tage-Variante, die kostet 130 F-Coin für 15 Tage. Da spart man sich ganze 5 F-Coin. Ist das nicht geil? Ganze 5 F-Coin spart man sich da. Wird aber im weiteren Verlauf tatsächlich nicht irrelevant sein. Oder vielleicht auch schon, je nachdem. Ich habe es jetzt ein bisschen faul gerechnet. Und zwar die Kosten. Wir rechnen jetzt ja hier 100 S-Pads erstellen. Was kostet uns das? Also, um 100 Pets zu leveln, brauchen wir für die F-NPCs 390 F-Coin. Das entspricht 1080 Stunden. Wir brauchen aber nur 1000 Stunden. 80 Stunden sind also über. Da könnte man dann halt nochmal 8 Pets leveln. Oder den NPC ins Leere laufen lassen. Ist egal. Also ich habe immer mit der 15-Tage-Variante gerechnet. Natürlich, wenn man jetzt wirklich genau 100 Pets machen will und nicht ein Pet mehr, dann macht es wahrscheinlich Sinn, man kauft sich lauter 15-Tage-NPCs. Und am Ende dann, wenn man merkt, okay, ich brauche jetzt nur noch 7 Tage, dann kauft man sich halt nur einen 7-Tage-NPC. Würde man sich minimal Geld sparen, aber das macht hier in dem Beispiel keinen Sinn. Ihr werdet gleich sehen, warum das wenig Sinn macht. Also, das ist dann, glaube ich, den meisten Leuten egal. Bei so einem Mammut-Projekt. Bei dem E-NPC ist im Endeffekt alles mal 2, weil ja einfach das literally die doppelte Zeit ist. Statt 10 Stunden sind es 20 Stunden. Da brauchen wir also 780 F-Coin für 100 Pets, by the way. Und es sind 2000 Stunden, die wir brauchen und 160 Stunden bleiben über bei 780 F-Coin. Dann beim D-Pad wird es schon langsam ein bisschen teurer. Da brauchen wir 1820 F-Coin für die ganzen NPCs, die wir brauchen. Entspricht 5040 Stunden und 40 Stunden bleibt übrig. Beim C-Pad genau das gleiche, weil es ja die gleichen Werte sind. Beim B-Pad sind es dann 2730 F-Coin für 7560 Stunden. 60 Stunden ist der Rest. Und beim A-NPC sind es dann 9100 F-Coin für 25.200 Stunden. Und die 200 Stunden sind Rest, was immer im Verhältnis zu 25.000 dann tatsächlich auch ziemlich wenig ist. In Summe brauchen wir also 16.640 F-Coin, wenn man sich nur den 15-Tage-NPC kauft. Wie gesagt, es könnte ein bisschen weniger sein. Ich würde es mal pauschal schätzen, so 500 F-Coin weniger wären es wahrscheinlich, wenn man den 7-Tage-NPC noch irgendwie mit rein verknüpft. Aber das war mir dann actually zu viel Arbeit, das auszurechnen.
wegen freaking 500 F-Coin, die sind hier sowas von irrelevant. Also, wer sich die Mühe machen will, kann das ja gerne ausrechnen, aber das war mir dann persönlich ehrlich gesagt egal. Genau. So, dann springen wir mal weiter. Das heißt, wir haben eine Gesamtzeit für 100 Pets von F-Pets 41 Tagen 16 Stunden, E-Pets 83 Tage 8 Stunden, D-Pets 208 Tage 8 Stunden, gleiches für C-Pets, bei B-Pets sind es 312 Tage und 12 Stunden und 1000 S-Pets, also A zu S, würde dann 1041 Tage und 17 Stunden dauern. Und ja, ich habe ausgerechnet, was das in Jahren ist. Das sind quasi... Oh, nochmal, jetzt kommen erst die 8 Häuser. Verdammt, ja, ich habe noch eine Zeile eingefügt. Okay, ich habe auch ausgerechnet, was es in Jahren ist, das sehen wir gleich. Jetzt macht das natürlich relativ wenig Sinn, wenn wir hier sowas lesen wie 1041 Tage in einem Online-Spiel. Ja, das klingt natürlich ziemlich dämlich. Ich meine, kein Schwein hat Lust, fast 3 Jahre zu warten, bis seine 100 Pets fertig sind. Das macht natürlich keinen Sinn und das ist absolut richtig. Da man hier ja die Möglichkeit hat, einfach mehrere Häuser auf mehreren Charaktern zu kaufen, man kann sich ja auch also wenn man sich hier schon, wie viele NPCs sind das? Ich weiß gar nicht, 9100 F-Coin durch 130, das sind ja, keine Ahnung, 70 NPCs oder so. Das macht ja keinen Sinn, es sind sogar ziemlich genau 70 NPCs, glaube ich, aber es macht ja auch keinen Sinn, die nacheinander zu machen. Das habe ich, wie gesagt, auch gleich verglichen, was der Unterschied ist, das nacheinander und zeitgleich zu machen. Mit eben 8 Häusern. Und natürlich, wenn ich wirklich das vorhabe hier in diesen Dimensionen, wenn die ersten paar Stufen könnte man auch weglassen, also F, E, D könnte man auch weglassen, man startet einfach bei C oder so. Wie gesagt, da hat man noch viele Möglichkeiten, wie man das genau macht. Aber geteilt durch 8 letztendlich sind es nur noch 5 Tage für die F-Pads, dann hat man 100 E-Pads, 10 Tage für die E-Pads, dann hat man 100 D-Pads und so weiter, 26 Tage, 39 Tage und für die A zu S-Stufe würde man mit 8 NPCs zeitgleich nur noch 130 Tage brauchen. Und natürlich 130 Tage sind auch nicht wenig Zeit, das sind über 4 Monate. Aber man kreiert hier 100 S-Pads in einem Zuchtwert von 54 Milliarden Penya. Und wenn man das im Hinterkopf behält, klingen diese 130 Tage plötzlich nicht mehr so lange. Und ich meine ganz ehrlich, in Flyve 4 Monate ist jetzt auch nicht so viel, muss man wirklich sagen. Ich meine, Flyve ist ein Langzeitspiel, wer das nur kurzfristig spielt, wird sowieso nie wirklich was erreichen. Flyve ist ein Grind-Game, wo alles lange dauert. Da kann man nicht erwarten, dass sowas dann plötzlich schnell geht oder so. Vor allem, das könnte den ganzen Pet-Markt zusammenbrechen lassen. Besser gesagt, das wird den ganzen Pet-Markt zusammenbrechen lassen. Also wäre crazy, wenn das innerhalb von ein paar Tagen passiert. Also das muss ein bisschen länger dauern, sonst wäre es ein bisschen utopisch. Genau. Jetzt haben wir die Gesamtzeit für 100 Pets nacheinander. Das war das, was ich eigentlich gerade dachte, dass als nächstes kommt, aber ich habe es einfach vergessen, dass erst die Zeile kam. Und zwar Gesamtzeit für 100 Pets von F zu S, wo man alles nacheinander macht. Das heißt, man hat nur ein Haus und macht halt einen NPC nach einem NPC und so weiter, kann nichts zeitgleich machen. Würde man insgesamt, also das ist diese Zeile hier quasi summiert, sind 1895 Tage und 21 Stunden, entspricht 5 Jahren, 2 Tage und 32 Stunden. Kurzer Einschub, ich habe hier aus Versehen 2 Tage geschrieben. Ich war in der falschen Einheit, das ist mir jetzt gerade aufgefallen im Nachhinein, weil ich dachte mir auch so, wie können das eigentlich nur 2 Tage sein? Es sind 5 Jahre, 2 Monate und 10 Tage, aber der Wert ist eigentlich sowieso nicht so relevant. Deswegen. By the way, habe ich alle Stundenwerte aufgerundet, also es braucht jetzt keiner kommen und sagen, es sind keine 83 Tage und 8 Stunden, es sind 83 Tage und 7,8 Stunden. Ich weiß, ich habe aufgerundet, weil kein Schwein will jetzt mit Kommatagen und Kommastunden rechnen. Und bei den Werten ist das auch einfach vollkommen irrelevant, ob da jetzt noch 20 Minuten oder 30 Minuten noch draufkommen. Ich habe einfach alles gerundet. Meistens aufgerundet, by the way. Also eigentlich immer aufgerundet. Genau. Auf jeden Fall. Wie gesagt, 5 Jahre, das wäre natürlich absolut lächerlich. Also allein die letzte Stufe, wie wir gesehen haben, dauert ja schon fast 3 Jahre. Also das wäre Schwachsinn. Mit 8 Häusern dauert der Gesamtprozess 228 Tage und 14 Stunden. Also das ist die Gesamtzeit. Das hier ist die Zeit für die einzelnen Stufen. Habe ich, glaube ich, gar nicht klar genug gesagt. Das ist die Gesamtzeit. Also wenn man wirklich das gesamte Projekt durchzieht, sind es 228 Tage. Mal angenommen, jemand hat 100 A-Pads rumliegen, dann braucht er nur 130 Tage für die 100 S-Pads. Und so weiter. Und jeden einzelnen Schritt muss man halt aufaddieren, je nachdem, auf welcher Stufe man startet. Genau. Also 228 Tage für 100 Pets von F zu S, finde ich persönlich ist nicht so viel. Das ist dann etwas über ein halbes Jahr. Beziehungsweise, ein bisschen mehr.
Genau, aber das war's noch nicht. Wir wollen ja auch wissen, wie viel Kohle können wir hier denn insgesamt mit diesem Projekt eigentlich verdienen. Wir müssen jetzt nämlich erstmal wissen, was sind eigentlich die F-Coin wert. F-Coin ist ja eine eine Echtgeldwährung, kann man sagen. Also eigentlich nicht, aber man muss Echtgeld dafür zahlen. Das ist eine Premium-Währung, die man im Cash-Shop kriegen kann. Die müssen wir umrechnen in Penya, weil sonst können wir es noch nicht wirklich genau, also diese 16.640 F-Coin, was kosten die letztendlich? Ich habe jetzt einen 150er Kurs mal genommen für Burodeng, stellvertretend. Diese Zeile müsste man halt entsprechend anpassen. Es ist aber auch irgendwo so ein bisschen, also Stand jetzt ist es die irrelevanteste Zeile, auch wenn sie variabel ist. Also selbst wenn jetzt 3 Milliarden stehen würde oder so, juckt uns jetzt momentan eher weniger. Das wird in der Zukunft, wird das deutlich relevanter sein. Jetzt aktuell ist es nicht so relevant. Da muss man auch erstmal abwarten, wie sich jetzt der Markt entwickeln wird. Wie gesagt, meine Prediction ist, der Pet-Markt wird komplett einbrechen. Also er muss eigentlich komplett einbrechen, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Und ja, wie gesagt, 150er Kurs, da muss man einfach nur rechnen 0,39 mal 150, bla 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 bla. Und dann kommt man auf diese Werte. Und wir haben insgesamt Penya-Kosten von 2,494 Milliarden. Das heißt, ja, einfach diese 16.640 F-Coin. Also 10.000 F-Coin wären 1,5 Milliarden und diese 16.640 F-Coin sind quasi fast 2,5 Milliarden. Das sind unsere F-Coin, wenn wir sie nicht aufladen, sondern wenn wir tatsächlich dafür Penya ausgeben müssen. Was ja die meisten wahrscheinlich präferieren würden. Was sind dann diese 100 Pets wert? Da haben wir jetzt zwei unterschiedliche Werte. Wir haben jetzt mal den, also der Wert ist statisch, der Zuchtwert. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das bedeutet einfach, was kostet es mich, 100 E-Pets zu züchten? Was kostet es mich, 100 D-Pets zu züchten? Was kostet es mich, 100 S-Pets zu züchten? Haben wir quasi 100 Pets hier sind 600 Millionen wert, 100 Pets ab der Stufe sind 2 Milliarden wert, 100 Pets ab der Stufe sind 5,75 Milliarden wert. Also das ist quasi E, D, C, B ist 12 Milliarden wert, A ist 22 Milliarden wert, mal 100 und S wären 54,5 Milliarden. Also 100 S-Pets sind 54,5 Milliarden Penya wert laut Zucht. Jetzt steht aber hier drunter Realwert von 100 Pets. Natürlich sind 100 Pets niemals den Zuchtwert wert, weil man sie ja in Dungeons droppen kann. Und eigentlich fast alle Reroll-Pets, also fast alle Pets auf dem Markt, die man so kaufen kann, die man eben zum Rerollen benutzt, sind keine Zucht-Pets in der Regel, sondern das sind Dungeon-Pets, die man gedroppt hat. Und die werden in der Regel für weitaus weniger verkauft. Also im Low-Bereich ist es teilweise gerade mal die Hälfte. Ich habe jetzt hier einfach mal pauschale Werte genommen, Schätzwerte von vor leider 2 Wochen. Ich meine, ich habe jetzt ja nicht gewusst, dass das mit dem Update sich so entwickelt und pipapo. Das sind so Pi mal Daumen die Werte vor dem Update, vor Battle of Madrigal, vor der Ankündigung. Also E-Pets konntest du teilweise für 3 Mio kaufen. D-Pets für 14 Mio, habe ich jetzt mal gesagt. C-Pets für 30 Mio. B-Pets für knapp über 100 Mio. Es war schon knapp unter 100, es war schon 90 Mio. Ich habe jetzt mal fairerweise ein bisschen höher geschätzt. A-Pets für 180 und S-Pets so für 485. Also das sind so die etwas realistischeren Werte von den Pets von vor 2 Wochen. Momentan sind zum Beispiel A-Pets tatsächlich fast diese 220 wert oder 200 Mio wird von vielen Leuten verlangt, teilweise sogar mehr. Das liegt halt daran, dass momentan dieser Pet-Markt so ein bisschen im Aufruhr ist, eben weil hier so viel quasi passiert mit den neuen Pets und so. Da muss ich jetzt erstmal ein bisschen das Ganze einfädeln. Wie sich das entwickeln wird, ist sehr schwer zu sagen. Dann haben wir noch neue Kosten, weil wir haben jetzt ja gesagt, okay, wir machen jetzt 8 Pets zeitgleich. Das heißt, wir haben nochmal Kosten für 7 weitere Häuser von 700 Millionen Penya. Wobei, wenn man sich hier anguckt, 54, 48 Milliarden, dann sind diese 700 Mio plötzlich komplett irrelevant. Und dann, wie viel Geld machen wir jetzt damit? Unser Profit. Wenn wir das alles gemacht haben, was wir uns jetzt angeschaut haben, nach 228 Tagen, jetzt aber Vorsicht mit den aktuellen Werten, also von Real-Pets gerechnet, ist 45 Milliarden und 6 Millionen Penya. Stand heute machen wir 45 Milliarden Penya. Profit. Das ist quasi, ich mache es mal auf, 485 Millionen Penya pro S-Pet gerechnet, also 48,5 Milliarden sind unsere Pets am Ende wert. Davon abziehen müssen wir die Kosten für unsere 8 Häuser, also diese 700 Millionen Penya, die ursprünglichen 200 Millionen Penya für die Pets,
Dann natürlich das eine Haus, also diese 300 Millionen müssen wir abziehen. Diese 700 Millionen müssen wir abziehen. Und natürlich die F-Coin 2,5 Milliarden. Also das sind die 3 Sachen, die wir abziehen müssen. Also 48 Milliarden minus die knapp 2,5, minus die 800 Millionen für die Häuser und minus die 200 Millionen für die Pets. Und das ergibt 45 Milliarden Penya. Das sind alle unsere Kosten und unser aktueller Profit. Wie gesagt, aktuell. Jetzt, wenn man sich das anguckt, denkt man sich, Alter, ich kaufe mir jetzt 8 Häuser, ich warte jetzt 228 Tage und dann habe ich 45 Milliarden Penya. Ja, wenn das jetzt jeder macht, und ihr könnt mir glauben, es sind einige Leute schon längst dabei, das zu machen, wird der Petmarkt einbrechen. Warum zur Hölle würde irgendjemand 485 Mio für ein S-Pet zahlen, wenn du es dir quasi, teilt das mal alles durch 100 hier quasi die Werte, also den F-Coin-Wert durch 100, die Tage durch 100, bla 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 bla. Wenn man das alles mal durch 100 teilt, dann merkt man plötzlich, oh, so ein S-Pet ist ja gar nicht 485 Mio wert. Plötzlich ist es ja viel weniger. Plötzlich zahle ich für ein S-Pet, also gut, man hat da diese, ja gut, die Kosten fürs Haus sind natürlich ein bisschen schlecht. Ja, müsste man jetzt fairerweise sagen. Das ist jetzt natürlich nicht so sinnvoll, ein Haus für ein Pet zu kaufen, wenn man nur ein Pet züchten wollen würde, zugegebenermaßen. Aber lassen wir mal das Haus weg, tun wir mal so, als hättest du schon ein Haus, dann kostet dich ein Pet ja quasi 2 Millionen Penya, standardmäßig. Und dann musst du lediglich ein paar F-Coin reinpumpen, die dich wahrscheinlich auch dann, ja, keine Ahnung, 100 Mio kosten vielleicht. Und plötzlich kostet dich ein S-Pet irgendwas zwischen 100 und 200 Millionen Penya. Warum würdest du es dann für 485 verkaufen? Oder besser gefragt, warum sollte es jemand für 485 verkaufen, wenn er es sich für weniger als 200 Mio selbst herstellen kann? Das ergibt keinen Sinn. Und das wird dafür sorgen, dass der komplette Petmarkt in wenigen Monaten nicht nur eingebrochen sein wird, ihr werdet S-Pets kaufen können für den aktuellen Wert von A-Pets wahrscheinlich. Und Dungeon Reroll Pets werden komplett ihren Wert verlieren. Dungeon Farmer sind hier die Leidtragenden wahrscheinlich, alle anderen jubeln. Denn Dungeon Reroll Pets sind natürlich dann voll uninteressant, weil erstens sind sie schlecht gelevelt, dazu komme ich gleich noch. Und zweitens, ja, kann man sie einfach selber herstellen. Man muss gar keine Dungeons mehr farmen, um Reroll Pets zu bekommen. Man kann es sich wesentlich günstiger, beziehungsweise gut, günstiger als droppen geht nicht, aber man kann es sich wesentlich chilliger einfach herstellen und der Profit immer im Vergleich zur Zucht ist auf jeden Fall da. Und wie sich die Marktwerte dann entwickeln, ist halt schwer zu sagen, aber wie gesagt, es wird komplett einbrechen. Zu 100%. Spätestens jetzt dank diesem Video. Gern geschehen. Und jetzt habe ich mir das extra hier hingeschrieben, dass ich es nicht vergesse, weil oft vergesse ich so Kleinigkeiten und das hier ist eigentlich auch eine Kleinigkeit, aber eigentlich auch nicht. Ich habe gerade gesagt, ein Reroll-Pad aus dem Dungeon ist ja ein Reroll-Pad, ein reines Reroll-Pad. Das heißt, es ist Level 111111111. Es hat nur Einser, es ist scheiße, es ist wertlos. Es ist einfach ein Reroll-Pad. Das Krasse an dieser Methode ist, die Pets, die ihr levelt, die können gut sein. Das kann ein 1, 2, 3, 4, 5 Pet kann da rauskommen. Da kann ein 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Pet theoretisch rauskommen. Praktisch wahrscheinlich so gut wie nie. Aber das ist das Beste dran. Ihr könnt hier tatsächlich Pets züchten, die besser sind als eure aktuellen. Die besser sind als vieles, was am Markt ist. Also diese Methode wird nicht nur dafür sorgen, dass Reroll-Pets extrem günstig werden. Diese Methode wird auch dafür sorgen, dass gut gelevelte Pets den Markt fluten werden und ebenfalls recht günstig verkauft werden. Und es wird dafür sorgen, dass es in Zukunft extrem viele perfekte Pets geben wird, weil plötzlich auf dem Petmarkt so viel los ist und die Kosten und die Preise, alles sinkt so brachial, dass man plötzlich sagen kann, ey, weißt du was, ich hole mir jetzt 100 Reroll S-Pets für gerade mal 20 Milliarden, früher hat es mich 48 Milliarden gekostet und ich reroll das jetzt einfach. Ich reroll das einfach. Und das ist halt etwas, was es bisher nicht gibt. Also bisher macht da eigentlich keiner perfekte Pets, weil es einfach so viel Geld kostet, dass es einfach keinen Sinn ergibt. Preis-Leistung ist schrecklich. Gut zugegebenermaßen, Preis-Leistung für ein perfektes Pet wird immer noch schrecklich sein in der Zukunft. Aber es ist deutlich realistischer, weil die Kosten wahrscheinlich um die Hälfte sinken werden. Und damit halt, ja, also ich meine, wenn du sagst, es kostet mich nur noch 20 statt 40 Milliarden, klar, für viele ist 20 Milliarden auch noch utopisch, aber es ist trotzdem deutlich realistischer plötzlich. Also diese Pets können tatsächlich gut leveln, können perfekt sein oder zumindest krass sein und euch erstens noch mehr Geld einbringen, wenn man sie als quasi richtiges Pet verkauft und nicht als Reroll-Pet. Und
ja, es hat eigentlich keine Downside, das Ganze. Außer für Dungeon Farmer. Dungeon Farmer, wie gesagt, die werden wahrscheinlich etwas pisst sein, dass ihre Reroll-Pads, die sie im Dungeon droppen, keine 400 Mio mehr wert sind, sondern nur noch 200 Mio. Aber für alle anderen ist es eigentlich ein reiner, ja, also eine reine positive Entwicklung. Und ja, damit habe ich mich heute Nacht beschäftigt. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das ganz interessant. Wie gesagt, meine Bitte an euch, bitte kauft keine Reroll-Pads mehr. Also, sorry an die Händler, aber bitte kauft euch keine Pads mehr. Alle Pads werden günstiger werden, 1000%ig. Also bitte kauft euch keine Pads mehr aktuell. Wartet ein paar Wochen, ein paar Monate und kauft euch die Pads wirklich erst, wenn sie extrem günstig geworden sind. Alles andere macht keinen Sinn. Ihr scammt euch wirklich selber. Wenn ihr jetzt 10A Reroll Pads kauft für 2 Milliarden, ärgert ihr euch sonst, oder S Reroll Pads für 5 Milliarden, ärgert ihr euch so heftig, wenn ihr in ein paar Monaten nur noch 2 Milliarden dafür hättet zahlen müssen. Also, wenn ihr wirklich Pads wollt, fangt an, eine Zucht aufzubauen hier mit den ganzen Rechenwerten. Habe ich euch jetzt ja quasi mal durchgerechnet, beispielhaft. Und ja, macht das einfach. Das ist auf jeden Fall die bessere. Aufwendigere, ja. Also es ist natürlich aufwendig. Ihr werdet hier quasi wirklich zu einer Pokémon-Zucht sozusagen. Pokémon-Pension. Entschuldigung, verbessere ich mich gleich selbst. Aber es lohnt sich. Also wer das wirklich vorhat, hier mal sich selber ein S-Pad zu craften oder zu rerollen oder so, das ist auf jeden Fall die wesentlich günstigere und vernünftigere Variante im Vergleich zu einfach 100 S-Reroll-Pads zu kaufen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Live Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.